Al bizning Qozog'istondan Germaniyaga жалынды сәлем. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz. Wow, was ist das? Hammer, oder? Hä? Und dann suche ich sie. Ey, das ist ja Wahnsinn. Für mich ist es. Ja, wer mich kennt schon inzwischen, der weiß ganz genau, dass ich da verrückt machen bin. Ja. Also eigentlich haben wir uns schon verabschiedet. Und dann ist was ganz Enttäuschendes passiert. Kommen jetzt 4 Präsidenten hier zusammen und diese Jurte wird für die gerade vorbereitet und wir haben das Glück, dass wir da hier rein dürfen und uns das filmen dürfen. Wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerade eben haben wir unsere netten Bekanntschaften an der Straße rausgelassen. Wenn ihr euch erinnert oder es noch nicht gesehen habt im anderen Video, wisst ihr, wovon wir reden. Lieber Bene, lieber Johannes, es war eine tolle Zeit mit euch und es war wirklich, wirklich gut. Ich glaube, vor einer Woche oder so haben wir so Trockenfisch gekauft. Schmeckt der? Das schmeckt Hammer. Echt? Nee, danke. Wie? Warum? Nee. Nee. Das ist nicht meins. Nee. Hier vielleicht schon so. Ja, aber das ist genau hier das Herzstück. Meinst du die Eier? Ja, das ist Fisch. das Okay. ist der Fisch. Das Kaviar, keine Das Ahnung. ist Kaviar, das ist Kaviar. Das ist Kaviar? Und was sagst du? Ja, ist schon speziell. Ja, dazu brauche ich wahrscheinlich ein Bier. Nee, haben wir nicht. Wir haben Tee. Das Fleisch geht, aber Kaviar Das ist Nee. geil. ist nicht für mich. Aber ich liebe auch so Kaviar. So roter Kaviar ist Hammer. Ah. Ja, aber vielleicht auch eine andere Art und Weise. Ja, so diese Kuchen und so. Die sind geil. Okay, lasst euch schmecken. Dankeschön. Ja, Lagerfeuer ist schon was Cooles, wa? Ey, Beste, ich liebe Feuer. Von Einheimischen wurden wir auch schon begrüßt. Ja. Haben die beiden jeweils ein Bierchen abgestaubt. 2. Jeder 2. Jede 2. Das reicht auch dann für heute Ja, Abend. ja. Haben versucht zu angeln, aber mein Angelnix T-Shirt, ja, passt zu mir. Irgendwann fange ich einen Fisch und dann verbrenne ich das. Nicht den Fisch, das T-Shirt. Also der Benne hat inzwischen einen neuen Hund, neuen Freund, das ist der Bobby. Der Bobby beschützt uns heute Nacht. Schon einmal hier die Alarmanlage ausgelöst. Ich freue mich natürlich sehr darüber. Katrin ist wieder eingesperrt. Ich habe wieder Stubenarrest. Ja. Ja, wir stehen heute hier, haben uns entschieden, heute Nacht hier am Fluss zu stehen. Im Lagerfeuer. Ja. Feuerchen angemacht, damit die Mücken abhauen. Dima, Bobby kommt. Bobby, sag Hallo. Also, setzen wir uns wieder hin, ein bisschen ans Feuerchen, ne? Bobby? Mal schauen, was die Jungs so machen. Ja? Komm, geh mal. Also ich stoppe Zeit dann, oder? Ich habe denen eigentlich angeboten, dass die im Auto schlafen können, so unterm Tisch, aber die wollen einfach nicht. Die wollen Lüge. Aber für Bobby habt ihr noch Platz, oder? Bobby schläft in der Mitte. Ja, das ist gut. Dann friert die auch nicht. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr lustig. Es war eine Bereicherung, diese Zeit, die paar Tage, die wir miteinander verbringen konnten. Ja. Vor allem jetzt, wo wir noch zusammen gefahren sind, war es sehr lustig. Übernachtet zusammen und so. Dann haben wir versucht, nochmal zusammen zu angeln. Wie ihr seht, war das leider nichts. Aber nicht schlimm, wir geben nicht auf. Ja, jetzt stehen wir hier in der Stadt Kızıldar. Und wie es weitergeht,
werdet ihr sehen. Also, seid gespannt und bleibt dran und wir freuen uns, wenn du das Video bis zum Ende schaust. Also, Feierallee! Ja, wir haben die Jungs gerade an der Straße rausgelassen, weil unsere Wege sich jetzt trennen. Wir fahren ja weiter Richtung Almaty und Kirgisistan. Und die Jungs fahren Richtung meiner alten Heimat. Sie werden sogar an dem Dorf vorbeifahren, so wie es aussieht. Ich habe denen schon gesagt, die sollen liebe Grüße von mir ausrichten, wenn sie am Parcours nachher vorbeifahren. Ja, die müssen demnächst von Astana wieder nach Hause fliegen. Am Donnerstag. Wir wünschen einen guten Flug und wir werden uns bestimmt irgendwann mal wiedersehen. Also die Jungs die fahren jetzt per Anhalter 1000 Kilometer ungefähr und hoffen, dass sie heute vielleicht sogar noch ankommen in Astana, spätestens morgen. Und wir wünschen ihnen nur das Beste, dass sie wirklich so einen richtig coolen Truck treffen, so wie sie es wünschen, abenteuerlich mit Ziegen vielleicht hinten drauf. Aber ja, wir verhöhnen sie jetzt nicht. Das wünschen sie sich wirklich, so ein richtiges Abenteuer hier in Kasachstan. Und ja, wir beten einfach, dass Gott es wirklich macht. Für euch Jungs. Also wir schätzen ja diese Parkanlagen hier in Kasachstan. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Ne? Zwar jetzt noch nicht so in diesem Ausmaß, aber das ist so schön. Alles so auf Kinder gemacht und das so kinderfreundlich. Ne? Das ist wirklich, wirklich schön. Ich frage mich, warum das jetzt alles nicht in Betrieb ist. Ja, wahrscheinlich ist noch keine... Heute ist Sonntag, heute ist Ruhetag. Also es gefällt uns richtig gut hier. Ja. Aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt Hunger. Mal wieder. Und ich denke, wir gehen jetzt Lakman essen. Oder Schaschlik. Für mich Lakman. Ich liebe das hier. Das schmeckt mir überall so gut. Also ich habe ja gestern den Lakman gegessen als in Flüssigform. Katrin ist das immer als angebraten, so wie Bratnudel. Und ich habe das so als Eintopf gegessen und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Deswegen werde ich das heute nicht machen, auch wenn es so gut geschmeckt hat. Ja, und falls jemand von euch aus dieser Stadt kommt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Weil gelesen haben wir diesen Ort noch nicht in den Kommentaren. Vielleicht haben wir es auch einfach übersehen, weil es wirklich viele Kommentare waren. Also, wir gehen jetzt essen. Hunger. Aber hier gibt es was zu essen. Ja, gibt's überall was zu essen. Wir haben jetzt hier einen Bazar gefunden und ihr wisst ja, wir lieben Bazare und wir nehmen euch mal mit, oder? Ja. Aber die scheint ja riesig hier zu sein, oder? Das ist nur der kleine. Ach Da was. vorne geht's rein, da verläufst du dich. Und da hat jeder gefragt. Fahrrad, alles Mögliche. Ja. Angel vom Angel bis Fahrrad, Ja. links, links. Deine Welt wieder hier, ne? Was für Hacken? Das ist wahrscheinlich für Wild. Riesenhacken. Du bist nicht der erste Tourist. Guck mal, Schatz. Also hier findest du alles, was du brauchst und was du nicht brauchst. Also wirklich alles. Und das ist ja nicht nur so, dass es hier nur da lang geht, ups, nur da lang, sondern du hast hier tatsächlich auch dann, auch dann in diese Richtung, ganz weit nach da, dann geht es rechts, links und immer wieder, also das ist riesengroß. Das sieht ja klasse aus.
Ja, ne? Kasachische Kriegerinnen. Zdrasty. Wir haben jetzt nicht recherchiert, was hier für ein Tor ist und dahinter steht ein Denkmal. Wir gehen jetzt rüber und filmen das. Aber falls das einer weiß, welche Bedeutung das hat, dann könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben. Ja, das Denkmal haben wir jetzt vom Weiten gesehen und es hat uns interessiert und jetzt wollen wir mal schauen, was das ist und wem zu Ehren das aufgestellt wurde. Aber ihr dürft trotzdem uns gerne schreiben, weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt so auf die Schnelle hier rausfinden. Ich glaube, da gibt es ganz viele von, weil Chat sagt mir alle möglichen Städte, nur nicht diese. Ja, anscheinend, sag mal. Also ich habe Chat jetzt gefragt und der sagt mir einmal, das ist in Attirau und einmal in einer anderen Stadt und noch einer anderen Stadt. Also wir wissen es nicht. Es geht, glaube ich, um die Kamelkarawanen in der Steppe, Okay. die Waren transportiert haben. Hat nicht geklappt. Also ich glaube, wir haben was gefunden. Gibt's Lackmann? Ja. Ja, also wir lieben solche Läden wie hier. Nicht also schöne große Restaurants, protzige Restaurants. Protzig meine ich, weil es wirklich krass geil aussieht. Ja, protzig vielleicht das falsche Wort, weiß ich nicht. Pompös. Pompös. Урама есть, можно, да? Урама. Что не осталось? Манты нет. Нету манты. Урама. Он точно такой манты. Да, тогда возьму, да. Одну порцию, да? Да, спасибо. Ja, und wir lieben solche Läden, weil das ist einfach so Menschen, die, ja, man hat, ich weiß gar nicht, wie ich das erwähnen soll. Ja, also So wie Hinterhofrestaurants, Ja. einfach so. ja. Ja, genau. Wie bei Kanua, das haben wir leider nicht gefilmt. Genau, da waren wir ja mit Bene und Johannes. Und da war auch so ähnlich wie hier, Ja. genau. Ja. Und ich mag solche Läden. Ja. Die Stühle sind zwar noch oben, so manche, die Tische, die nicht genutzt werden. Aber es ist meistens dann sehr günstig, aber sehr lecker. Ja. Richtig Hausmannskost, ja. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also es kostet nichts hier über 1100. Und 1100 sind ungefähr 3 Euro. Spasiba. Und so sieht das Ganze hier aus. Sag mal, diese Teller hier ist für, nee, nicht mal 3 Euro. 2,40 Euro oder so. Das ist doch
Damit kann man arbeiten, oder Schatz? Ja. Boah, das Brot ist richtig warm, ne? Boah, das ist sogar heiß. Und wir haben heute Blinis gekauft. Du hast Babys gekauft. Unsere Vorräte waren komplett weg. Also wir hatten nichts mehr. Deswegen haben wir heute mal echt günstig. Es war wirklich günstig. Wir haben richtig viel gekauft. Also Attirau, das Geschäft war schon ein bisschen teurer wie jetzt hier. Ne? Ja. Also wir hatten heute Obst, Gemüse dabei, Schoki, Wurst, alles mögliche, Getränke. Und es war schon günstiger, viel günstiger. Das habe ich auch so empfunden, dass es alles extrem günstig war. Das ist eine echt positive Erfahrung diesmal. Jetzt hat sich Katrin ein bisschen verbrannt. Aber richtig, weil ich so hungrig bin. Ja, lass dich Wir schmecken, haben Schatz. 18 Uhr und wir haben noch nichts gegessen heute. Ja, das ist das Erste, was wir essen heute. Aber selber schuld. Der Johannes hat uns Piraschki gekauft. Das ist natürlich meins. Lackmann. Guten Schatz. Вот так вот выглядит, как они хлеб делают это. Сколько хлеба вы в день делаете? 5 мешок. Сколько? 5 мешок. 5 мешок. А сколько в мешке? В одном? Примерно. 200-300? Ого, это много. Спасибо большое. Wir sitzen ja jetzt hier gerade beim Essen und wir durften zwar nicht die Küche und so filmen, aber wir durften filmen, wie sie das Brot machen. Mega interessant. Und da sind die Netten. Sind die nicht der Hammer? Richtig goldig. Ja, so süß. Ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass wir jetzt hier für dieses Lokal entschieden haben, weil das Essen war echt gut und günstig. Kleine Fotosession. С кем занимается? Что? С кем занимается? Не меня насоста? Что мы делаем? Мы сейчас катаемся по Казахстану. Also, vorhin haben wir gefilmt, da war hier nichts los und wir dachten, heute wird auch nichts los sein, weil alles zu ist. Aber, also was heißt alles zu? Es war alles zu. Aber wir haben gerade gesehen, dass jetzt alles aufgemacht hat und die ganzen Karussells und so weiter jetzt läuft. Und auf einmal ganz, ganz viele Menschen da sind und deswegen zeige ich jetzt hier, wie es aussieht. Поехали. Also vorhin war wirklich alles leer, war kaum was los, die ganzen Anlagen haben gar nicht richtig funktioniert, haben nicht richtig funktioniert. Jetzt war ich kurz irritiert, waren nicht in Betrieb und jetzt leuchtet alles. Jetzt sind überall Menschen, ganz viele fröhliche Menschen und sieht alles richtig cool aus, richtig schön. Manchmal habe ich so ein paar Sprachfehler, vor allem wenn ich dann so filme. Ich versuche dann immer so, das alles auszublenden um mich herum. Und dann sehe ich doch, dass sobald du Kamera zückst, dann schauen ganz viele Leute zu dir. Und wenn ich dann mich beobachtet fühle, dann komme ich durcheinander. Aber jetzt gerade sieht mich keiner, dass ich filme. Ja, ich wollte euch ja mal zeigen, wie es hier ausschaut. Also ja, was ich damit sagen wollte, nimm es mir nicht übel, dass ich manchmal 1 oder 2 Versprecher habe.
Also, jetzt habe ich euch ein bisschen was zeigen können, wie es hier aussieht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe jetzt mal schauen, ob die Katrin, sie versucht gerade wieder das nächste Video hochzuladen, ob sie so langsam fertig ist. Es wird jetzt langsam dunkel, wie ihr seht. Wartet mal. Und wir wollten eigentlich aus der Stadt raus sein, bevor es dunkel ist, um uns einen Schlafplatz zu suchen. Da wir aber noch unbedingt das Video hochladen wollen, ja, müssen wir hier noch ein bisschen verweilen, weil wir nicht wissen, ob wir woanders Internet haben. Ja, Internet ist immer ein großes Problem bei uns. Also, ich gehe mal rüber zum Wohnmobil und hoffentlich ist sie jetzt so langsam fertig und wir können weiterfahren. Wow. Was für ein Tag, sage ich euch. Wir sitzen jetzt seit Stunden hier in der Stadt. Wir haben versucht, das neue Video für euch hochzuladen. Also heute war es echt brutal. Mittlerweile ist es 8:45 und wir verlassen jetzt die Stadt und fahren raus in die Steppe. Und ich habe ganz vergessen, allen Muttis da draußen, alles Liebe zum Muttertag. Mensch, ist mir voll untergegangen heute Morgen. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Zeit mit euren Kindern und ich ja nicht. Aber ich hoffe, ihr habt die Zeit genossen, wurdet reichlich umsorgt von euren Kindern und hattet einfach eine gute Zeit zusammen. So, wir gehen jetzt in die Steppe. Ja, liebe Schwiegermutter, liebe Mama, alles Gute zum Muttertag. Wir haben euch lieb. Hat er das nicht süß gesagt? Also ich habe es schon persönlich gemacht. Das habe ich auch, aber ich wollte noch mal hier. Also, wir hauen jetzt ab hier. Yay! Schaut mal einfach, unsere Scheiben sind dreckig, ja, aber schaut mal, wie schön beleuchtet das alles ist hier. Gucken, ob ich es ein bisschen ranzoomen kann. So cool. Nach 150 Metern links abbiegen auf Tokmakan-Beethow Kösesi. Links abbiegen auf Tokmakan-Beethow Kösesi. Boah, was ist das denn? Jetzt leuchtet alles. Wow. Ich mach mal Scheibe runter. Auch wenn es zieht, nicht schlimm, aber dann habt ihr ein bisschen klarere Sicht hier. Wow. Ja, das stimmt. Es hat auch einen Vorteil, wenn man so spät durch die Stadt fährt, dann ist nicht mehr so viel auf den Straßen los. Aber alles so schön beleuchtet. Wow. Wie schön. Was war das denn? Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute Nacht sehr gut geschlafen und jetzt geht es weiter Richtung Turkestan, heißt es, glaube ich, hat Katrin gesagt. Das sind ungefähr 300 Kilometer noch. Und wir schauen und freuen uns darauf, rauszufinden, wie weit wir kommen, wo wir heute landen. Aber vorher will ich euch zeigen, ja, wie wir so stehen hier. Ja, da ist Katrin. Also es sind nicht immer die so romantische Plätze, wo man steht. Manchmal sieht das einfach mal auch so aus. Ja, Autos fahren hier, da hinten ist eine Firma oder sogar Militär, so wie es ausschaut. Es kann sein, dass es Militär ist. Hat gerade ein Soldat das Tor zugemacht. Ja. Wir stehen hier an der Straße und das gehört auch zum Campen dazu, also im Wohnmobilleben. Ja. Aber es war heute noch nicht so laut, schön ruhig. Gleich tanken wir einmal voll da vorne, weil mir gestern ein junger Mann begegnet ist. Was heißt junger Mann? Ein Vater mit 7 Kindern. Er meinte, es kommt dann, sobald keine Tankstelle mehr, wir haben 2 Kanister
jeweils 20 Liter, da sind 40 Liter im Kofferraum und machen einmal den Tank voll und das müsste reichen, eigentlich, bis zur nächsten Tankstelle. Sobald wir eine Tankstelle sehen, fahren wir sie natürlich wieder an und tanken wieder voll. So, jetzt zeige ich euch noch einmal, wie es bei uns aussieht, wenn wir morgens aufwachen. Also es sieht immer ein bisschen chaotisch aus, weil man immer hin und her räumen muss. Aber die Katrin macht das immer dann ganz gut und räumt dann alles auf. Ich muss tatsächlich nie was machen, außer dass ich, das Einzige, was ich bemängeln muss, dass ich Geschirr spülen muss. Nein, das mache ich freiwillig. Das mache ich freiwillig. Ja, guck mal, jetzt hat sie schon aufgeräumt. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ja. Käffchen trinken wir dann am Morgen. Bibel habe ich schon gelesen. Das ist mein wichtigstes Frühstück. Wenn ich die Bibel lese, dann gibt mir das Friede, Freude und Liebe für den Tag und auch Geduld, um das alles zu überstehen. Jetzt frühstücken wir noch zusammen. Lecker Wurst. Danke, Johannes, Piraschki. dass du uns die Piraschki gestern noch überlassen hast. Die werden wir jetzt essen. Genau. Ja, Bett hat sie auch schon fertig gemacht. Ja, ich bin halt fleißig. Oh, was macht denn meine Unterwäsche da im Badezimmer? Nein, die war noch nicht ganz trocken, deswegen. Sie ist zum Trocknen da, genau. Ja, so sieht das hier aus. Aber ich weiß nicht, was wir frühstücken wollen. Ja, ich gucke gleich in den Kühlschrank. Honig So. auf jeden Fall. Schaut mal. Guck mal. Die sind exakt auf uns zugeschnitten, weil wir ja nicht so viel Platz haben. Schau mal, zeig mal da im Schrank. Camperhonig. Weil wir haben ja echt begrenzten Platz und da sind die Dinger echt perfekt. Der Honig ist in Kasachstan für deutsche Verhältnisse nicht so teuer und extrem lecker. Also der schmeckt jetzt nicht gepanscht oder irgendwie, sondern wie ein richtiger Honig. Bin jetzt kein Experte, aber ich vermute mal, der Honig schmeckt so. Wir essen heute Milchbrötchen auch noch, oder? Milchbrötchen, Piraschki, wir haben Blinis. hast du Blinis auch noch. habe ich auch noch. Sguschonka habe ich Ich mir. wollte euch noch was zeigen. Das wünsche ich mir für Deutschland. Ich wünsche mir das in Flaschen in Deutschland, weil die Dosen sind immer so unpraktisch. Und da haben wir gestern nachgesucht und es tatsächlich gefunden. Echt cool. Freue ich mich. Also wie ihr seht, Rainer, lauter gute Sachen, Gesundes. damit ich meinen durchtrainierten Körper beibehalten kann. Aber wir haben ja gestern auch so viel Obst und Gemüse gekauft. Wo ist denn das? Ja, komisch, das finden wir nie. Also, wir nehmen euch später mit, weil bei Jarale. Also, so sieht heute unser Frühstück aus. Einmal geräucherte Käse. Lass mich mal riechen. Oh, der riecht aber gut, ja. Dann haben wir hier leckere Tomate mit Geschmack. Nicht nur wässrig, mit Gurke. Ja. Ja, Coca-Cola darf nicht fehlen. Aber letzte Zeit trinke ich Gehört ja zum gesunden Frühstück dazu. Genau, letzte Zeit trinke ich ein bisschen viel davon. Ja, Blinis kannst du hier so eingepackt kaufen. Liebe Frauen, ich weiß, schmeckt nicht wie eure wahrscheinlich, aber wenn man unterwegs ist, freut man sich auch über diese Blinis. Oh, ich habe das jetzt, da ist noch mal so Folie drum. Ja, und halt ein bisschen Wurst. So. Also aufpassen, dass du die Folie nicht mit isst, okay? Ja, kein Das Problem. sehe ich jetzt erst. Sollen wir noch ein Gebet sprechen? Ja. Du oder ich? Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir keinen Mangel haben. Danke, dass du unser Versorger bist. Danke, dass wir das Frühstück genießen dürfen. Und danke, dass wir ja einfach in deiner Gegenwart sein dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, was du auch heute wieder für uns vorbereitet hast. Und ja, segne einfach die Menschen, denen wir begegnen. Und Amen. Amen. Halleluja. So werden im Schreinerhaus Blinis gegessen. Also eigentlich ist er schon satt, aber er hat gesagt, wenn das Sättegefühl einsetzt, dann geht noch einer. Kennt ihr diesen berühmten Spruch, eure Mütter? Ich wette mit dir, jeder Einzelne hat den schon mal gehört. A žopa не слипнется. Wenn wir zu viel Süßes gegessen haben, Klebt dir der Po zu.
Ja, haben unsere Eltern immer gedacht, der Po klebt so. Ich habe echt gedacht, das funktioniert, aber ich habe diesen Moment noch nie erreicht. So viel Süßigkeiten, wie ich gegessen habe. Es funktioniert noch alles aus 3, Mama. My name is Anton. Или немцам, которые из Казахстана в Германии живут, что-нибудь хотите сказать? Was hast du jetzt Привет, что-нибудь. Біздің Қазақстаннан Германияға жалынды сәлем. Біз сіздерді жақсы көреміз. Жақсы көреміз. Hello. Бірдеңе айтсай ағылшынша. I wish you have good travel and thank you for coming country Kazakhstan. Nice to meet you. Thank you. Yes. Thank you so much. Nice to meet you guys. Oh, thank you so much. Das sind so tolle Frauen, die haben wir einfach angehalten, haben sich für uns interessiert, wir hatten ein tolles Gespräch und wir sind einfach dankbar, dass wir solche Begegnungen haben mit solchen tollen Frauen. Vielen, vielen Dank, lieber. Ja, also wir sind jetzt startklar, haben ausgiebig gefrühstückt, ausgiebig gequatscht mit den jungen Frauen, die echt gut drauf sind, wirklich. Ja, jetzt tanken wir unser Auto nochmal voll und fahren einfach mal in Richtung Turkestan. Also, und lassen uns einfach treiben. Also, wir finden das immer recht schwierig, irgendwie zu sagen, okay, wir müssen jetzt diesen Ort erreichen und so. Und manchmal vergessen wir eigentlich, dass wir genug Zeit haben, um einfach stehen bleiben zu können und einfach, ja, innezuhalten. Und ich hoffe, dass uns das heute gelingt, uns treiben zu lassen, und natürlich nehmen wir euch gerne mit. Ich freue mich immer so sehr über Begegnungen und ich hätte nicht gedacht, dass die Frauen hier so offen sind zu uns. Also eigentlich sind es ja die Männer, mit denen wir jetzt so Erfahrungen gemacht haben, die so offen und direkt auf uns zugekommen. Aber die Frauen waren bisher immer sehr zurückhaltend. Aber das heute war einfach so eine Freude für mich, das zu sehen, wie lebensfroh und lustig diese Frauen einfach sind. Schön, das freut mich echt. So, da ist er. Immer muss ich warten. Hast wieder einen Hund angelockt, ne? Ja, der sieht halt aus wie unser Hund, der hieß Vulkan. Genau so sieht er aus. Zu meiner Freude natürlich. Egal wo Dimi ist, überall lockt er die Hunde an. Also, wir machen mal auf. Ein Hoch auf Asphaltstraßen. Yay! Ist doch ein Luxus. Ja, absolut. Abenteuer hin oder her Offroad, aber Asphalt ist echt. Ja. Oh. Und das gibt's hier fast an jedem Rasthof, also wo so Tankstellen sind und so. Und Demi lässt sich das jetzt natürlich nicht nehmen und tut so, als würde er Sport machen. Wow. Zu viel Gewicht. Oh Mann. Aber cool, dass sie das hier so haben. Hier halten ja auch so LKWs und so an. Und ja, ich denke, dass auch Bedarf ist. Sonst würden sie das ja hier nicht so hinstellen, oder? Also ich finde das echt cool. Da geht noch mehr. Da geht definitiv noch mehr. Mhm. Muss man einmal sauber machen. Das lohnt sich hier nicht sauber machen. Das lohnt sich hier nicht sauber machen. Nee, oder? Mhm. Also tanken wir jetzt Wasser auf, oder? Ja. Schaut euch mal diesen schönen Himmel an. Einfach schön.
Leute, bitte nicht zu laut lachen. Das sind jetzt 100 Kilo, die ich hochziehen muss. Das ist schon heftig. Wir sind alle ganz stolz auf dich, dass du es wenigstens versucht hast. Ja. Aber habt ihr gesehen, Dips gingen mehr. Bin außer Form. Ja. War nicht immer so. Nein. So, jetzt braucht Dimi meine Hilfe. Mal gucken, ob wir das aufs Video kriegen. Mission AdBlue nachfüllen. Ich soll festhalten. Ja. Pass auf, dass es hier unten nicht rausrutscht Ja. und oben sich nicht bewegt. Und ich kann das jetzt. Könnte länger dauern. Ich setze mich mal hin. Ах, руки скользят. Er hat sich verausgabt vorhin beim Klimmzüge gemacht. Jetzt kriegt er den Deckel nicht auf. So, das ist nicht auf. Aber nicht auf mich kippen. Ich vertraue dir da jetzt voll und ganz. Huh. Камень дrin. So, боковой, ага, война. Боковой, да. Ich muss doch nichts machen. Hilfe kommt herbei. А, что? А, здесь, Die Kamera А, steht жена немка. Adım Nuri var ama. da. Hallo. Ha, Diesel mi? Шикарный выбор нельзя. Yugo var. Evet, Adam. ya, ya. Yok. Ja, Komfort. Wieder ganz interessiert an unserem Auto. Die sind immer so begeistert, wenn die Diesel hören, oder? Отблевая. Adım Nuri var ama. Ya, ya. Nasıl Adım Nuri'den istiyorsun ama? Adım Nuri. Frag ihn mal, ob er reingucken will. Спасибо большое. Все? Привет. Müssen wir das abwischen? Германия? Германия, да. Мы с Германии. Ну, мы Казахстан смотрим. Казахстан смотрит. Я в Казахстане родился. В Казахстане родился? Где родился Казахстан? So, jetzt noch einmal Wasser auffüllen. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich glaube, wir trödeln hier schon eine Stunde rum. Aber es ist so cool hier an der Autobahn. Hier gibt es eine Banja und eine Waschmaschine. Es ist echt cool. Essen kannst du hier. Cool. Solche Anlaufstellen sind einfach für uns, die hier als Reisende unterwegs sind, so wertvoll. Eigentlich ist es ja gemacht für die Lkw-Fahrer oder für wen auch immer. Aber für uns Reisende ist das echt immer so ein Segen. Echt. Ja, dauert nicht lange. Dann ist wieder jemand da. So cool. Мой сосед в Германии живет. Он там женился, он переводчиком был, учил, я сам ташкентский. Он? Нет, он узбек. Ja, richtig cool. Женился. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich glaube, der kommt aus Usbekistan. Also wir haben ja hier, wie nennt man das? Ein Mini-Kompressor, ne? Genau. Ja. Ich bin gespannt, ob es wirklich bei dem Gewicht auch wirklich funktioniert. Also beim Mazda von unserem Sohn funktioniert es recht gut. Auch bei unserem Mitsubishi hat es gut funktioniert. Stimmt. Hat halt nur geschafft, 2 Reifen, wenn es ganz leer sind, Ja. voll aufzupumpen. Aber wir brauchen ja nur einen. Ja, jetzt gucke ich erstmal. Also vorne müssen es 3,5 Bar sein und hinten 4,2. Mal gucken, was wir jetzt haben hier. ,25, das heißt, wir müssen ein bisschen was nachpumpen. Links.
Also Reifen, safe. Aufgepumpt mit dem kleinen Ding. Bin ich dankbar, dass wir das gekauft haben. Voll getankt, AdBlue getankt, Wasser voll gemacht. Also, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Hunger habe ich schon wieder. Schon wieder. Unglaublich, diese Ja. Frau. Nur noch 1000 ist einmal tief. Oh. Also jetzt haben wir was gefunden. Hier in Kasachstan ist es schwierig, so coole Orte anzufahren, weil sie nicht gekennzeichnet sind. Also ich meine das nicht als Kritik, aber wir sind halt verwöhnt von der Türkei. Da guckt man einfach bei Google Maps rein und dann sieht man, da ist was, das kann man anfahren und so, ne? Hier ist es nicht so. Und durch Zufall haben wir jetzt was richtig Cooles gefunden. Wir haben leider kein Internet, um zu googeln, was es genau ist, aber das können wir ja später nachtragen. Aber das sah so cool aus. Demi war schon zu Fuß gucken. Aber, seht ihr diese Brücke? Wir wissen nicht, ob wir da durchpassen. Und Demi hat jetzt gerade einen Zollstock und misst mal aus. Also wenn wir Glück haben, und das ist nicht so hoch, nicht höher wie 2,70, dann können wir da durchfahren. Und ich glaube, dann können wir euch was richtig Spektakuläres zeigen. Also von der Straße aus sah es richtig cool aus. Ich bin gespannt, er kommt. Und? Ich habe gehört, ich darf ohne Mikro nicht reden. Ach so, stimmt, ohne Mikro darfst du nicht reden. Dann komm ran auf den Meter. Mensch, lass mich nicht so lange warten. Also ich fange mal so an. Ich habe heute Nacht geträumt. Ich habe einen Traum gehabt. Wir sind gefahren und es war sehr knapp irgendwo und ich habe oben dran geschrammt. Das war nicht kaputt, das Auto, aber ich habe oben berührt und es hat gekratzt und ich wusste nicht, wie viel Schaden da entstanden ist. Und ich habe jetzt nicht verstanden, warum ich das geträumt habe. Und heute kommen wir hier an und diese Höhe ist so knapp. Echt? Dass man nicht weiß, ob wir jetzt berühren werden oder nicht. Und deswegen, weil ich diesen Traum jetzt als eine Warnung nehme, werden wir nicht darunter herfahren, sondern wir parken den jetzt hier und wir gehen zu Fuß. Dein Ernst? Ja, mein Schatz. Wie hoch ist die denn? Ja, ungefähr 2,60. Und Das passt. nein, ich riskiere. Das ist unser Zuhause. Aber 2,70 war der nicht. Ich riskiere es nicht, nein. Die paar Meter gehen wir zu Fuß. Aber ich wollte da schlafen. Ja, ohne. Wir haben dann sowieso dort kein Internet, Schatz. Ist nicht schlimm. Okay, wir laufen. Aber wenn wir Luft ablassen, dann geht es, oder? Vergiss es. Ich habe keinen Bock zu laufen. Also, da ich jetzt laufen muss, kann die mir nachher kochen. Oder? Das klingt doch echt fair. Wenn das nicht so heiß wäre. Wer hat's erkannt? Indiana Jones für Arme. Hast du nicht gesagt, das ist nicht weit? Das ist nicht weit. Ich habe gesagt, wie in Eschbach von zu Hause bis Bahnhof. Ungefähr 700 Meter. Andere Welt, hä? Wow. Ja, willst du was dazu sagen, was du hier siehst? Nein, ich kann nur... Wow, da ist das... Hammer, oder? Hä? Ihr habt dir gesagt, dir wird's gefallen. Ja, aber... Wie? Also, wir fangen einfach mal mit dem ganz kleinen Lehmhaus hier an. Also, ich würde gerne wissen, wie alt das ist. Und wir werden tatsächlich auch später recherchieren. Aber wer von euch war schon mal hier und hat das hier gesehen? Also, das ist ja der Hammer. Wie alt soll das Ganze hier sein? Spektakulär. Wie? Spektakulär.
Also krass. Das sind so wie Fenster gewesen. Ich weiß nicht, ob man nicht zu Ende gebaut hat oder es war mal gebaut und wurde wieder irgendwie zugemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber wie ihr seht, da hinten mit den Pferdis, da sieht noch spektakulärer aus. Und ganz da hinten ist eine Riesenburg mit Mauern. Die Pferde chillen da einfach. Das sieht aus, als wären wir in einem Film gelandet, historischen Film. So sieht das für mich hier aus. Die Pferde an dieser Mauer hier, richtig cool. So, jetzt gehen wir mal weiter dran und hoffen, dass die Pferde sich erstens nicht erschrecken und zweitens, dass wir uns nicht erschrecken. Herr Schatz? Bleibt hier. Also wie ihr seht, die Mauern gehen richtig weit. Hier riecht es ein bisschen unangenehm. Es riecht nach Pferd, mein Schatz. Bacznie. Wow. Und hier oben unten chillen die Pferde. Also Leute, kommt nach Kasachstan, hier erlebt ihr Sachen. Ja, die Pferde sagen ja, schaut mal. Jawohl, hier erlebt man Sachen, gell? Ja. Aber es sieht für mich auch sehr nach Hund aus. Ich habe Angst, dass hier irgendwo Hunde sind. Ha? Ja, du lockst die Hunde alle an. Du bist mir keine Hilfe in dem Fall. Also wir sind völlig überrascht, weil wir mit dem gar nicht gerechnet haben. Echt? Also, ja. Und wer würde hier nicht gerne übernachten, ha? Schade, dass wir mit dem Auto nicht durchpassen. Echt. Und ganz viele Schildkröten gibt es hier. Es geht da hinten noch weiter. Hallo Kollege. Das ist schon die zweite innerhalb von 3 Minuten, die wir gesehen haben. Ich habe zu Katrin gerade gesagt, wir sind jetzt ja vor den Mauern, wohl. Und ey, ich bin schon gespannt, wenn wir jetzt über diesen Berg hier drüber sind, wie es dort aussieht. Da muss doch eine Stadt dahinter sein. Das sieht ja klasse aus hier. Wow. Also, wenn ihr Dimi reden hören könntet, ne? Ich weiß nicht, wer die Videos von euch aus der Türkei geschaut hat. Er ist immer so begeistert. Da kommt der kleine Indiana Jones hoch. Und gerade, wir hatten leider die Kamera nicht an, aber er sprüht so vor Begeisterung und seine Fantasie geht völlig mit ihm durch. Und ja, schön, wenn der kleine Dimi zum Vorschein kommt. Ihr müsst den Großen erstmal erlegen. Also wie wir sehen, ist das Eingangstor anscheinend
neu gemacht worden. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Und so heißt es hier, das Ganze. Sauran, Kasachstan. Ich weiß nicht. Heißt es so oder ist das... Also Ja. der stand vorhin auch da vorne dran, dieser Name. Sauran. Sauran, wahrscheinlich hieß die Stadt so oder heißt immer noch so. Und schaut mal, wie das hier aussieht. Krass. Wie im Film. Und wir gehen jetzt da durch und gehen da rein. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Du kannst doch gleich noch hier unten drunter gehen. Wow. Ja. Also das ist jetzt neu dazu gebaut worden, aber trotzdem Hammer. Sehr schön. Also hier am Tor wahrscheinlich, weil das dann nicht weitergeht oder es wurde zugemacht, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur ein Schutz für die Soldaten war, damit sie Schatten haben vor der heißen Sonne. Katrin sagt zwar immer, ich bin wie ein kleines Kind hier, aber eigentlich rennt sie hier wie so ein Pokémon hin und her. Und ist nicht aufzuhalten. Das ist meistens so, wenn wir solche Orte besuchen, auf einmal tschung, ist sie weg. Und dann suche ich sie. Manchmal braucht man gar nicht viele Worte, oder? Ja. Boah, wie es da aussieht in der Ferne. Also in diesem Bereich hier steht hier, haben sich die Scheichs zusammengetroffen und haben sich aufgehalten. Und das sind so Aufteilungen von verschiedenen Zimmern. Wo was war, weiß ich nicht. Aber es steht auf jeden Fall hier, dass die Scheichs hier sich in diesem Bereich aufgehalten haben. Auch da vorne, ne? Das denke ich auch. Wahrscheinlich, wer weiß. Vielleicht gab es ja ein Hammam. Oh, hier gab es bestimmt einen Hammam. Wir müssen nur rausfinden, wo Schatz, dann kannst du ins Hammam. Oh. Also das war doch mal richtig cool, oder? Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, das Coole ist ja, wir hatten das gar nicht geplant gehabt. Das war gar jetzt nicht. einfach,
Wir sind dran vorbeigefahren und haben es gesehen. Katrin hat es gesehen. Und ey, das ist ja der Wahnsinn. Für mich ist es. Ja, wer mich kennt schon inzwischen, der weiß ganz genau, dass ich da verrückt nach bin. Ja. Der kleine Indianer. Jones. Schreiner. Jones. Also wir suchen jetzt einen Schlafplatz. Hier schlafen wir nicht, weil wir noch ein bisschen was mit YouTube arbeiten müssen und dafür brauchen wir leider Internet. Und das ist hier nicht gegeben und das ist so schade, weil das so ein schöner Ort ist. Aber wir müssen noch ein bisschen Untertitel bearbeiten und weil wir ja mittlerweile Russisch und Englisch haben und dafür brauchen wir leider Internet und ich bin schon im Verzug und deswegen. Warte, ich wollte noch was sagen. Aber eine Legende besagt, wenn man hier übernachtet, dann kann man die Steppenkrieger immer noch kämpfen hören. Oh Gott. Zu viel? Nein, überhaupt nicht. Also auf geht's. Bayerale. So, ihr Lieben, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Das war gerade so ein schönes Erlebnis und gerade die Dinge, mit denen man nicht so rechnet, ne, die überwältigen einen dann so. Wir wollten wir haben ja gesehen, die Reisenden, die mit uns so eingereist sind und so, die waren alle irgendwie in Mangistau oder so, wie das heißt. Das haben wir jetzt nicht mitgenommen. Aber dort sieht es halt auch so spektakulär aus. Und ich war schon ein bisschen traurig, dass wir nicht diese Route eingeschlagen haben. Aber das heute natürlich nicht zu vergleichen mit dem spektakulären Mangistau. Aber ja, das war wirklich, doch. Also Mangistau, glaube ich, heißt das. Muss ich ja sehen. Ja, machen wir auf dem Rückweg. Ja. Aber das heute zu sehen, das war echt so überraschend und einfach so schön. Ja, wir machen jetzt auch nur noch ein bisschen Tee. Was essen? Du machst Essen, Ja, das schuldest du mir, weil ich so viele Kilometer gelaufen bin. Nein, wir machen zusammen Essen und lassen den Abend einfach hier ausklingen und ja, freuen uns auf morgen. Na? Ja, ich wollte nur sagen, wir sagen immer, Gott, du planst diese Reise und wir sind immer wieder überrascht, wie seine Pläne sind. Ja. Wir wachen auf und sagen, wir sind gespannt. Tatsächlich, wir sagen so, Herr, wir sind gespannt, was du heute vorbereitet hast. Und heute ist tatsächlich wieder so ein Erlebnis gewesen, wo wir wissen, einfach von ihm gelenkt. Wir danken dir vom ganzen Herzen, Herr Jesus, sage ich nur dazu. Ja, Amen. Und euch wünschen wir einfach eine gute Nacht Ja. und bis morgen. Ja. Und wir schenken euch auf jeden Fall noch einen spektakulären Sonnenuntergang. Die sind hier immer so einmalig, oder? Also, deswegen, wir sind ausgerichtet in die Sonne, damit wir ihn euch zeigen können. Genau. Also, gute Nacht. Gute Nacht, tschüss. A few moments later. Also eigentlich haben wir uns schon verabschiedet. Und dann ist was ganz Enttäuschendes passiert. Oh, das ist bitter und ärgerlich, echt. Was denkt ihr, kann man das reparieren? Also ich habe gerade nur ein lautes Nein gehört. Und wie ihr sehen könnt, dem hat unsere Drohne gecrasht. Oh, das ist bitter, echt. Oh nein. Ich glaube nicht, dass man das reparieren kann. Kann man reparieren, wenn ich Ersatzteile habe, kann ich reparieren. Aber der Arm ist doch abgebrochen. Ja, genau das will ich ja reparieren, Schatz. Brauche einmal, hier muss ich aufschrauben und drinnen, da ist so eine Plastikplatte, Ja. die hiermit verbunden ist. Die muss ich wechseln und dann funktioniert es wieder. Ich brauche nur ein Ersatzteil. Bis dato haben wir keine Drohnenvideos, es sei denn, ich mache an und schmeiß hoch und runter. Ja, das sollte vielleicht auch funktionieren.
Wenn du weit genug schmeißt, könnte die Bildqualität nicht drunter leiden. Aber Gott sei Dank habe ich sie wiedergefunden, weil sie ist in Ja. die Büsche und dann Echt? irgendwo unterwegs. Dann such mal. Oh nein. Trotzdem ärgerlich. Ach Mensch, schade. Aber dann hätten wir das Problem mit Usbekistan geklärt. Da dürfen wir nämlich die Drohne eh nicht mitnehmen. Ärgerlich. Aber die Aufnahme hat er gerettet. Gott sei Dank. Ja, und wie es abgestürzt ist, habe ich auch aufgenommen. Dein Ernst? Ja. Okay, auf die Videos bin ich gespannt. Vielleicht ist so ein Grashüpfer noch davon so weggesprungen, so, oh nein! Das wäre ja cool. Oder so ein Suslik. Suslik, ja. Oh. Suslik rasiert. Also, jetzt aber wirklich gute Nacht. Guten Morgen. Okay. Guten Tag. Es ist schon Mittag. Ja, wir haben Turkistan erreicht. Und ich muss sagen, die ersten Eindrücke sind echt beeindruckend. Also, Erstaunlich. damit haben wir nicht gerechnet, wirklich nicht, weil wir kommen ja aus der Steppe direkt hier rein und dann öffnet sich hier eine Welt, womit wir werden überfahren, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und wir nehmen euch heute mit in das Mausoleum von, lies es vor, ich kann es nicht. Moment. Wo steht das? Von Koya Ahmed Yasavi. Koya Ahmed Yasavi, ja. Ja, also wir haben gestern gegoogelt und haben gesehen, dass es hier dieses Mausoleum gibt. Und wir haben gedacht, das müssen wir euch einfach zeigen, wenn wir schon hier sind. Und das machen wir jetzt auch. Voll die Ablenkung, sorry. Aber wir nehmen euch mit. Es sieht wunderschön aus. Wir zeigen es euch. Gehen wir mal von meiner Schönheit ab und zeigen mal die andere Schönheit, die es minimal überbieten kann. Spaß. Wow, vor dem Mausoleum ist so ein Park. Das sieht richtig schön aus hier. Oh, ich habe einen Hund gehört. Okay. Oh, der ist aber groß. Schaut euch mal diese wunderschöne Jurte an. Wow. Wow, wir dürfen sogar rein. Eben Schuhe ausziehen. Wow. Ah, das ist für die Präsidenten, die kommen. Ach was. Ja. Это вы подготавливаетесь. Wow. Oh, ich bin so dankbar, dass ich das sehen darf. Echt. Du musst noch sagen eben, sag das mal mit dem Präsidenten. Ah, ich habe gerade das Speer angeguckt. Ich habe gesagt, die echten sind im Museum. Gucken wir uns auch noch an. Also es kommen jetzt 4 Präsidenten hier zusammen und diese Jurte wird für die gerade vorbereitet und wir haben das Glück, dass wir da hier rein dürfen und uns das filmen dürfen. Die kommen am 15. hier hin von Kirgisistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Турция, von Türkei, Tadschikistan. Сколько президентов будет?
6 Präsidenten aus den Stan-Ländern. Wow. Ja, das ist Und wir heftig. sind hier. Ja. Krass. Vielleicht haben wir ja hier die Möglichkeit. In der Bibel steht, ihr werdet vor Königen reden. Mal schauen, was passiert. Wer weiß. Wie schön das hier alles gemacht ist, ehrlich. Ich bin richtig begeistert. Krass. Also hier wird richtig geschuftet, damit für die ganzen Präsidenten am 15. hier alles tipptopp ist. Aber das ist schon ein echt cooler Ort hier. Ich bin echt beeindruckt. Aber ich merke auch, wie mir die Hitze zu schaffen macht. Also, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber jetzt gerade sitze ich vor diesem Springbrunnen und hier kommt so ein bisschen Wasser rüber. Das tut gerade echt gut. Oh Mann, ich brauche echt eine Mütze oder sowas. Das ist so schön hier. Ich wünschte, ihr alle könntet jetzt mit mir hier sitzen und das so genießen. Das ist so schön. Alle fleißig. Also ich komme mir vor wie in einem Film. Ich kann das gar nicht fassen, wie das hier aussieht. Das geht einfach in meinen Kopf gar nicht rein. Das fühlt sich so unwirklich an, oder? Also ich fühle mich, als würde ich bei einem König auf dem Hof spazieren, Ja. der einen richtig reichen Scheich, Ja. der so einen riesen Hof hat und du gehst ja einfach durchs Paradies Ja. spazieren. So fühle ich mich. Also das ist unglaublich hier. Wahnsinn. Мавзолей Есимхана. Памятник охраняется государством. Also das ist ein Denkmal von Yesim-Khan und es ist staatlich geschützt. Das sieht schon echt sensationell aus. Wie lange wurde da dran gebaut? Schaut euch das Dach mal an. Alleine schon das Dach mit den Mustern. Also, wir machen uns bereit, um reinzugehen. Ja, ich muss mich ja ein bisschen Ja, komm. verschleiern. Das ist die orientalische Katrin jetzt. Ja. Hemd. Boah, komm, mir ist warm. Lass uns reingehen. Let's go! Also da kommt eine Karawane und im Hintergrund kann man Bogenschießen. Also dann kann ich gleich meine Bogenschießkünste Wenn es da was zu essen gibt, bin ich dabei. schießen. Suslik.
das war's wieder mit unserem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Also, wir sind völlig überrascht, was wir die letzten Tage erleben durften. Gerade hier in Turkestan, das haben wir absolut nicht bedacht, dass sich hier so eine Welt auftut. Man fühlt sich, als wäre man irgendwie in einer anderen Welt, in einem anderen Film. Also so absurd und so wunderschön. Ich bin absolut begeistert. Ja, und wie an jedem Ende des Videos wollen wir euch natürlich segnen. Und das darfst du wieder machen, mein Schatz. Ja. Also heute haben wir einen Bibelvers für euch. Das ist ein Psalm und da steht geschrieben: Seht und schmecket, wie lieblich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Auf unserer Reise haben wir immer wieder festgestellt, wie lieblich der Herr ist. Er ist ein guter Gott, er ist ein wunderbarer Vater, guter König. Und wir haben ihm vertraut und er hat uns bis jetzt nicht enttäuscht. Er hat uns so gut geführt, an Orte geführt, wie diesen zum Beispiel, wo wir niemals gedacht haben, wir werden hier irgendwann mal stehen. Ja, genau. Und genau das möchte ich auch für euch. Genau, eine Sache war gestern zum Beispiel, wo ich dann nochmal ein Beweis habe, wie gut Gott ist. Ich träume in der Nacht, also unser Gott, steht in der Bibel, kommuniziert mit uns durch Träume auch. Unter anderem. Nicht alle Träume, aber oft kommuniziert er mit uns durch Träume. Wir müssen nur lernen, diese Sprache zu verstehen. Und von vorgestern auf gestern habe ich geträumt mit unserem Auto, dass wir irgendwo, wo es ganz knapp ist, drunter fahren und berühren mit dem Dach. Das Auto ist nicht kaputt, aber oben ist ein kleiner Schaden. Und dann fahren wir eine Strecke und sehen diesen wunderbaren Ort, diese alte Stadt da und spielen mit den Gedanken, unter dieser Brücke durchzufahren. Und das ist so knapp und so eng, wo wir tatsächlich sagen, wir versuchen es. Und ich erinnere mich an diesen Traum. Gott gibt mir diese Erinnerung und ich sage, nein, ich höre auf die Warnung und ich höre auf den Herrn und wir fahren nicht da unten drunter. Und das ist eine Art seiner Lieblichkeit. Und diese Lieblichkeit und dieses Vertrauen spreche ich euch zu und wünsche auch für euch, dass ihr so ein Gottesvertrauen habt, dass ihr ihn einfach in euer Leben einlasst und ihn führen lasst und auch lernt, seine Sprache zu hören. Und wenn ihr auf ihn hört, dann werdet ihr seine Lieblichkeit schmecken. Im Namen Jesus Christus spreche ich euch das zu. Amen. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein nettes Kommentar da. Darüber freuen wir uns immer sehr, wie ihr wisst. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, dann darfst du das jetzt gern tun. Also, und wenn du die Glocke noch dazu aktivierst, dann wirst du auch keins mehr unserer Videos verpassen. Und es kostet dich nichts, aber für uns bedeutet es eine Menge. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.